Gegen Abend verlassen wir Moorea und machen uns über Nacht auf den Weg zu unserem nächsten Ziel, der Inselgruppe von Raiatea und Tahaa. Am folgenden Morgen erreichen wir den kleinen Hafen des Städtchens Uturoa, wo wir vor Anker gehen und uns auf einen langen Tagesausflug freuen, der uns per Boot rund um die Insel Tahaa mit zahlreichen Stopps zu Wasser und zu Lande führt. Nur ein kurzer Fußweg trennt uns von dem kleinen Bootshafen, wo wir uns mit einer fröhlichen Gruppe Gleichgesinnter und einer gut gelaunten Crew treffen, die uns in flotter Fahrt zunächst zu der zauberhaften Nachbarinsel Raiateas Tahaa transportiert. Bald haben wir unseren ersten Haltepunkt erreicht, eine in der Flachwasserzone gelegene Schnorchelstelle, an der Sichtungen von Haien garantiert sind. Danach geht es wieder zum Boot zurück und wir setzen unsere Fahrt entlang der Ostküste der Insel fort. Kurze Zeit später nähern wir uns wieder der Küste, um an einem kleinen Bootssteg im sogenannten Tal der Vanille anzulegen. Auf dem Weg in die Plantage durchschreiten wir zunächst einen wundervollen tropischen Garten. Dann nähern wir uns den Anbauflächen, die Tahaa den Beinamen Vanilleinsel eingebracht haben, da hier etwa 80% der gesamten Vanilleernte in Französisch-Polynesien stattfinden. The vanilla. What is the name of the vanilla? The bourbon. Echte Bourbon-Vanille zählt zu den kostbarsten Gewürzen der Welt. Sie ist eine fleischige Orchidee, die bis zu 15 Meter an Bäumen oder Stützpflanzen emporrankt. Nach der Ernte wird die Vanille extrem aufwendig getrocknet und weiterverarbeitet, was ihren hohen Preis erklärt. Danach setzen wir unsere Rundfahrt um die Insel fort, wobei sich die blendende Laune unseres Captains rasch auf das gesamte Boot überträgt. Nun erreichen wir eine Kette kleiner Inseln, korallengesäumte Motus, die vor allem den nördlichen Teil von Tahaa umgeben. Hier finden wir schließlich einen geeigneten Ankerplatz, der uns zum nächsten Schnorchelabenteuer in den Korallengärten der glasklaren Gewässer einlädt. Obwohl das Auftauchen hier zweifellos schwerer fällt als das Abtauchen, setzen wir unsere Fahrt frohgemut fort.
und folgen weiter der Linie der Motus mit dem Ziel einer kleinen Privatinsel für die Mittagspause. Tief- und Flachwasserzonen grenzen sich kontrastreich voneinander ab. Bereits die Annäherung an unseren Rastplatz verläuft sehr vielversprechend. Erst einmal sehen wir uns auf dem kleinen Tropenparadies ausgiebig um. Auch eine kleine Erfrischungspause kommt hier natürlich höchst gelegen. Danach wenden wir uns nach Süden und folgen dem Verlauf der Westküste bis zu einer Perlenfarm. Zum offenen Meer hin eröffnet sich ein Blick auf unser nächstes Ziel, die Insel Bora Bora. Dann erreichen wir die Anlegestelle, wo wir uns einen authentischen Eindruck von der Perlenzucht verschaffen können. Regelmäßig werden die Muscheln gewässert und gereinigt, um optimale Wachstumsbedingungen zu erhalten. Nach etwa 3 Jahren werden die kräftigsten Muscheln für die Bekernung ausgewählt, eine von Spezialisten ausgeführte feinmechanische Operation. Danach erfolgt die Rückführung in das Meer, wo sich innerhalb von 2 weiteren Jahren das Endprodukt entwickelt. Gesunde Muscheln können 2- bis 3-mal hintereinander bekernt werden. Nur ein wenig weiter südlich erreichen wir eine andere naturbasierte Produktionsstätte, eine Rumdestillerie. Grundlage ist die Zuckerrohrpflanze, welche zunächst zu Melasse verarbeitet und als Maische fermentiert wird. Danach wird die Gärflüssigkeit destilliert, wodurch Alkoholgehalte von ca. 70% entstehen, die anschließend wieder zu Trinkstärke verdünnt werden. Danach heißt es wieder volle Kraft voraus und wir nähern uns einer westlich gelegenen Gruppe von Motus, wo uns als Höhepunkt des Tages ein ganz besonderer Schnorchelgang bevorsteht. Zwischen 2 Inselchen hat sich hier ein Kanal mit einer stärkeren Strömung ausgebildet, wodurch ideale Voraussetzungen für das sogenannte Driftschnorcheln bestehen. Hierbei lässt man sich einfach von der Strömung durch die Wunderwelt der Korallen treiben. An geeigneter Stelle ist nun die Zeit für eine erlebnisreiche Fischfütterung gekommen. Danach geht es wieder weiter und wir wenden uns nun den faszinierenden Weichkorallen zu. Zum Abschluss des Schnorchelgangs treffen wir auch noch auf Stachelrochen, sodass wir anschließend überaus frohgelaunt dem Ende eines wundervollen Ausflugstags entgegensehen. Wir erreichen wieder den Ausgangspunkt unserer Tour auf Raiatea und genießen anschließend die Ausfahrt in nordwestlicher Richtung mit abendlichem Blick auf unser nächstes Ziel Bora Bora.